Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin mal wieder im MVG-Museum bei einer Modellbahnausstellung und bin jetzt hier beim Olaf Hönicke. Der hat hier eine wunderschöne Spur-Null-Anlage aufgebaut, eine kleine Modulanlage, 3 Meter Eisenbahnfläche und 90 Zentimeter dann eine Art Betriebswerk. Und das schauen wir uns jetzt dann auch gleich in aller Ruhe an. Und jetzt begrüße ich kurz den Olaf Hönicke, der hier aus Erding ist und der hier diese wunderschöne Anlage gebaut hat. Ja, hallihallo. Also die Anlage ist Reichsbahn, Epoche 3B, so ca. 56 bis 1970. Und ich habe die Anlage aus dem Spur-Null-Magazin, Heft 5, 2015. Genau, sowas, Heft 5, 2015. Und ja, die hat mich einfach fasziniert. Mich faszinieren von Haus aus so kleinere Anlagen mit Rangierbetrieb. Und habe jetzt die letzten 2 Jahre da immer wieder mal mit Pausen dran gebaut. Und das ist jetzt meine zweite Ausstellung. Die erste hatte ich vor 4 Wochen in Dresden, war gut zur Modellbahn. Hat mir gut gefallen und jetzt, wie gesagt, hier im MVG-Museum. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal hier dieses kleine Laubnetz an im Detail. Da haben wir also hier einen Bahnsteig mit etwa 1 Meter Länge, knapp 1 Meter Länge und dahinter einen Güterschuppen. Und dann schauen wir uns jetzt hier mal diesen Zug an, die V20, die jetzt gleich mal losfahren wird. Und ich habe mir schon sagen lassen, die Fahrzeuge sind alle von der Firma Lenz, Serienmodelle, in Spur 0 hier auch ganz normal mit Geräusch im Digitaleinsatz. Und diese Anlage hat hier jetzt an der Stelle eine Doppelkreuzungsweiche, an der Stelle noch eine normale Weiche und hinten noch eine Segmentdrehscheibe und das schauen wir uns gleich in der Nähe an. Und jetzt verschwindet sie hier in einem Tunnel und dieser Tunnel ist hier dann als Schiebebühne realisiert. Diese Schiebebühne ist 90 cm lang und hat die Möglichkeit, dass man dann auf diesen 3 Gleisen hin und her schieben kann. Die ist 47 cm breit und das schauen wir uns gleich mal an, wie das hier jetzt der Lokwechsel stattfindet. So, dann wird hier verschoben. Dann wird hier eingeriegelt und dann kann es schon losgehen mit dem Fahrbetrieb der Baureihe 89. Das ist alles jetzt hier als Reichsbahn Ost Epoche 3B in Szene gesetzt. Und hier haben wir auch eine KÖF 2 im Einsatz, die hier gerade wohl die Dieseltankstelle mit Hilfe des Tankwagens betankt hat. Und die wird jetzt hier gleich in Einsatz gehen und wird jetzt hier dann, nachdem sie ihre Arbeit verrichtet hat, dann den Dieselwagen, den Tankwagen wegfahren. Und jetzt wurde die Segmentscheibe bewegt. Und dann geht jetzt hier auch die KÖF 2 auf Reisen. Die Segmentscheibe stammt von Rainer Svadja, habe ich mir auch schon vorher gehört. Zweiter. Zweiter.
Alle Loks haben auch automatische Telex-Kupplungen mit Kupplungswalzer, die dann automatisch auch dann die Lokenstück abrücken. Schauen wir uns jetzt hier mal kurz an. Und als nächstes habe ich auch schon vorher abgesprochen oder gefragt, ob wir das so machen können. Zeigen wir mal einen Umsetzbetrieb. Jetzt wird es hier wieder dunkel. Das ist schön. Die Anlage hat hier so einen Tag-Nacht-Verlauf, bei dem sie dann so alle 15, 20 Minuten hell-dunkel macht. Und ich kann jetzt hier aber auch mal Beleuchtung zuschalten. Ich habe ja hier auch Beleuchtung selber an Bord. Dann wird es jetzt hier wieder ein bisschen heller. Und jetzt zeigen wir hier die Baureihe 89 im Umsetzbetrieb, auch in Verbindung mit der Segmentscheibe. Die wird jetzt hier schon auf die richtige Position gedreht. Und dann haben wir vorhin vergessen, die Dampflok hat natürlich auch einen Rauchentwickler an Bord, der jetzt auch hier gleich eingesetzt wird. Nee. Jetzt ist er im Einsatz. Da war jetzt noch die Frage, welche Funktionstaste der Rauchentwickler hat. Weil er ihn selten benutzt, daheim in seinem Keller, da ist natürlich klar, ich mag diesen Rauchentwickler eigentlich auch meistens nicht. Ich zeige es dann nur, wenn ich Auspackvideos mache. Und jetzt wird hier die Segmentscheibe wieder umgestellt. Hier werden die Weichen geschaltet mit einem Z21-Stellpult mit der App, weil das alles bequemer geht. Ja, wenn es dann wieder funktioniert. Vorführeffekt. Aber ich zeige es einfach mal, wie es hier generell ist. Dann wird hinten auch das Signal gestellt, damit der Zug hier auch ausfahren kann. Zur Anlage selber, die ist noch ein bisschen im Bau. Es fehlen noch Figuren, einige. Es fehlen auch noch Fahrzeuge, die noch auf die Anlage gebaut werden, damit sich dann ein bisschen mehr rührt. Aber es ist schön, es ist jetzt schon relativ schön zu sehen. Dann erkläre ich jetzt hier kurz noch was zu diesen Modulen. Ich habe vorhin auch schon gehört, das linke Modul, das ist also alles zerlegbar, ist 72 cm breit. Dann kommt ein Modul mit 1,30 Meter Länge. Und das letzte Modul hat eine Länge von 98 cm. Und diesen ganzen Lichtkasten kann man auch abbauen. Der ist hier bloß angeschraubt und diese Rückwände sind hier einfach nur reingeschoben. Das ist auch eine wirklich gute Idee, dass man das eben einfacher und leichter auf Reisen schicken kann. Und jetzt können wir mal schauen, ob es noch vielleicht
irgendwas anderes dann noch gibt. Ich zeige jetzt hier einfach nochmal das Betriebswerk und dann lassen wir vielleicht die KÖF 2 nochmal fahren. Ich setze das auch noch mal um. Dann muss hier die Doppelkreuzungswache wieder gestellt werden. Kurve ist ein bisschen schlecht. Ein bisschen nachhelfen. Ja, eine Kurve ist ein bisschen schlecht. Und jetzt ist inzwischen hier auch schon auf der Schiebebühne das dritte Gleis vorbereitet. Ja, schön, dass wir das hier mal gesehen haben. Klein Laubnitz mit 3,90 Meter insgesamt Anlagengröße. Da sagt noch einer, Spur 0 braucht viel Platz. Es braucht nicht ganz so viel Platz, als man glaubt. Man kann das durchaus auch kleiner machen. Und der Olaf Hönnecke hat das jetzt hier wirklich schön gelöst mit seiner netten Spur 0 Anlage. Ich bedanke mich. Auch vielen Dank.